Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video. In diesem Video geht es ums iPhone 11. Genauer gesagt ums iPhone 11 Pro. Ich habe mir das nämlich besorgt. Endlich ist es angekommen. Hat eine Weile gedauert. Ich habe hier ein kleines Stop-Motion-Video gemacht. Einfach nur, weil ich Bock drauf hatte, mal was anderes zu tun für ein kleines Unboxing. Das restliche Unboxing funktioniert dann natürlich hier direkt vor der Kamera. Wir werden die restlichen Sachen dann einfach hier auspacken. Ja, aus diesem Grund habe ich wie immer mein schönes, nettes Damaszener Stahlmesser mit. Ich liebe einfach diese Rillen, vor allem, ich meine, ich habe das Ding selber gemacht. Ein bisschen riecht man auch das Holz, das ist echt geil. So, ich meine, ich brauche nicht viel sagen. iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max oder Max Pro oder wie das heißt, die sind natürlich jetzt schon im Umlauf. Es ist heiß begehrt. Ich habe meins über eine Vertragsverlängerung gemacht mit ein paar Punkten halt bei A1, deswegen ist das vorkommen in dem Video. Ja, vorher hatte ich tue das mal zur Seite, mein altes Handy das Cover ist auch schon etwas lediert. Das war ein schönes Cover. Also zweimal ist mir das Handy runtergefallen. Ja, ein bisschen sieht man es. Hier habe ich einen schönen Sprung drinnen. Das Handy ist genau auf die Kante aufgefallen. Und ich meine, ist nur das Glas beschädigt. Aber ich liebe es eigentlich. Ich habe mit dem sehr viel gemacht. Viele Fotos vor allem. Ich habe auch immer wieder gefilmt. Ich habe mehrere Videos gemacht, die ich nur mit dem iPhone gefilmt habe. Ja, es hat jetzt nicht den besten Fokus, aber zum Beispiel meine letzten 3 Videos, die im Auto, die waren mit der Frontkamera von den 10er. Durch die Specs werde ich jetzt nicht gehen in dem Fall, weil die kennt eh schon jeder, aber ich werde ein bisschen schauen, was da in diesem Paket jetzt also drin ist und dann werden wir schauen, wie das funktioniert, wie ich meine Daten von hier nach hier kriege, wie es aktivieren läuft und so weiter. Ich muss schon sagen, das ist schon ein besonderes Erlebnis, das iPhone hier einfach auszupacken. Oh, das ist sogar schon ready. Ja, optisch fällt hier gleich mal die Triple-Linse auf. Ich halte sie ein bisschen gegen das Licht, damit man das ein bisschen besser sieht. Machen wir das mal. Ich mag diese ganzen Kleberdinger nicht. Oh, das fühlt sich richtig gut an. Also die Beschaffenheit da hinten fühlt sich richtig gut an. So, schauen wir, was da noch drin ist. Also wir haben Apple-typisch gleich mal hier so ein kleines Ding. Da sind drinnen Bonjour, Hallo. Oh, Hallo oder Hello? Schauen wir mal, was da drin steht. Willkommen beim iPhone. Face ID. Erkennt dein Gesicht, um das iPhone zu entsperren. Ja. Seitentaste einmal drücken, um den Ruhezustand zu aktivieren oder zu beenden. Was mich hier wundert ist, normalerweise war doch immer, oh, wir haben Apple-Sticker gekriegt, das ist neu. Ah ja, das habe ich gesucht. Da ist drinnen nämlich das Teil hier zum Aufmachen für die SIM-Karte. Das ist das iPhone-Benutzerhandbuch, das ist aber sehr spärlich. Wow. Einjährig beschränkte Apple-Garantie. Apropos Garantie, ich glaube, für dieses Handy werde ich ausnahmsweise mal rechtzeitig mich um eine Handyversicherung kümmern. So, zusätzlich haben wir in dem drinnen, was haben wir hier? Wir haben kabelgebundene AirPods, wie sonst auch. Die sind per Lightning-Anschluss, wie gehabt. Ein handelsübliches Lightning-Kabel und einen riesengroßen Stecker. Aha. Ah, das ist kein handelsübliches Lightning-Kabel, sondern das ist ein USB-C zu Lightning. Das ist cool und das hier ist ein USB-C Stromansteckgerät-Dings. Meine Wortwahl ist wie immer der Hammer. SIM-Karte parat, neues Handy parat, altes Handy parat. Schauen wir mal, wie das Aufsetzen geht. Zum Öffnen nach oben streichen, machen wir mal. Dann wählen wir die Sprache aus Deutsch. Schnellstart. Wenn du ein iPhone oder iPad mit iOS 11 oder neuer hast, bewege es in die Nähe, um dich automatisch anzumelden. Du kannst dieses iPhone auch manuell konfigurieren. Wupp, weiß schon, dass ich da bin. Ich habe so eine Animation und da habe ich so ein Filmig-Ding, wie man sie sieht. Da kann man filmen, das heißt, ich muss die Animation in den Kreis rein. Das heißt, ich lege das so drüber. Wo? Passt. Behalte dieses iPhone während der Übertragung von Daten in der Nähe deines neuen iPhones. Ja, leibend! Das Aktivieren deines iPhones kann einige Minuten dauern. Gut. Dann warten wir.
So, in der Zwischenzeit musste ich auch die SIM-Karte reinstecken. Jetzt macht ein Software-Update auf iOS 13.1.2. Das andere Handy ist immer noch im Ich warte bis du fertig bist Modus. Ja, am besten ist, wir lassen den jetzt einmal hackeln. Vielleicht kann man irgendwie so Messerjonglier machen, ja, währenddessen. Was nehmt ihr? Nehmt euch ein Ledercase, nehmt euch ein originales von Apple, nehmt euch eins von einem Dritthersteller, der bevorzugt irgendwas. Da wird mir auch empfohlen, transparente Schutzhüllen zu nehmen. Aber irgendwie habe ich überhaupt keinen Bock, weil ich finde das Transparente, ja, gut, man sieht vielleicht das iPhone drunter oder das iPhone durch, aber so viel gibt es da eh nicht zu sehen. Da kann ich gleich einen einheitlichen Farbton wählen. Vor-Update vorbereiten dauert ja ewig lang. So, schauen wir mal, wie weit das ist. Mit seinem Update überprüfen. Na schau. Ist ja schon fast fertig. Swipe to open. Das kann ich nicht, weil jetzt überprüft das Update. Der nervt mich. Der nervt mich jetzt schon. Ich sag's euch. Leider, das ist nicht leiwand. Oh, er startet. Behalte dieses iPhone während der Übertragung von Daten in der Nähe deines neuen iPhones. Also ich habe jetzt doch so 2-3 Stunden warten müssen, weil ich festgestellt habe, dass es mit dem Software-Update nicht so reibungslos funktioniert, wie man vielleicht glauben mag. Ich bin dazu gezwungen worden, quasi beide iPhones, also das alte iPhone, auch abzudaten, um das neue iPhone einen Restart zu forcieren. Das funktioniert auch eigentlich ganz toll, ganz einfach. Man drückt einmal kurz auf den oberen Lautstärkeregler, einmal auf den unteren Lautstärkeregler und dann gleich im Anschluss auf die Ein-Ausschalten-Taste, so lange bis das Smartphone ausgeht. Das startet dann auch von alleine. Dann habe ich dort das Software-Update gemacht. Das hat ein bisschen gedauert, bis die beiden iPhones wieder halbwegs up-to-date waren. Dann habe ich den kompletten Prozess von Datenübertragen noch einmal gestartet. Und wie man hier sieht, ist das bereits im Gange. Ich tue es von Phone zu Phone übertragen, weil ich hoffe, dass ich dann nicht nachträglich irgendwelche Sachen nochmal runterladen muss oder so. Wir werden es sehen. Kleiner Fun Fact: Die Eingangssequenz des Videos habe ich mit meinem iPhone 10 aufgenommen, mit rückwärtiger Kamera, und die Stop-Motion-Fotos habe ich ebenfalls mit dem iPhone 10 gemacht, weil ich wollte zu dem Zeitpunkt das iPhone 11 Pro noch nicht auspacken und meine andere Kamera habe ich schon vorab mal für die Videoaufnahme positioniert. Man sieht es ein bisschen an der Qualität, deswegen bin ich echt neugierig, was das 11 Pro kann. Wirklich neugierig. Ja, wie schön. Das alte Smartphone sagt, die Übertragung ist beendet und ich soll doch bitte, bevor ich es verkaufe oder verschenke, alle Daten und Einstellungen löschen. Und das neue startet einfach mal neu. Was passiert mit den ganzen Bluetooth-Sachen, wenn ich die auf meiner neuen habe eigentlich? Und wer verbindet sich denn eigentlich mit meiner Apple Watch? Dieses und mehr werde ich in Kürze feststellen. Ob ich wohl mein Bluetooth deaktivieren muss? Hoppala! Okay, neues Smartphone ist da. SIM-Karte gesperrt. Okay, der tut anscheinend irgendwas updaten. Also die Einstellungen vergleichen gehört halt dazu. Beide Smartphones laufen mal fürs erste. Jetzt suche ich die Möglichkeit, die SIM-Karte also den Code der SIM-Karte zu deaktivieren. So, SIM-Pin, na bitte. Jupp, perfekt, jetzt fragt er mich nicht mehr. Ich muss den Namen des iPhones noch ändern. Sonst heißen beide iPhones gleich, das ist auch blöd. Pages, löschen, Numbers, löschen. Mit ein bisschen Wischi-Wischi sind beide Phones quasi fast identisch, von der App-Konfiguration her wieder. Jetzt lasse ich ihn mal fertig updaten, dann schaue ich mir irgendwie an, wie ich zu einem besseren Case komme. Irgendwie gefällt mir das nicht so und dann werde ich es in den nächsten Tagen einfach auch testen. Fotovergleiche machen mit beiden Smartphones, Videovergleiche machen mit beiden Smartphones, vielleicht auch noch im Vergleich zu meiner Canon EOS R. Ja, das war mal das Unboxing. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Es ist ein bisschen länger geworden, als ich geglaubt habe. Wenn euch das Video gefällt, würde es mich freuen, wenn ihr ein Gefällt mir da lässt. Schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr eine Frage habt oder wenn ihr euch zu dem Video äußern wollt. Feedback ist gern gesehen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, sofern ihr es noch nicht gemacht habt. Und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit ihr auch wirklich keine neuen Beiträge mehr von mir verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.